Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute 2,5 Sekunden verspätet, weil ich musste noch ein bisschen am ISO spielen. Habe das quasi festgestellt, dass dort etwas im Argen lag. Nichtsdestotrotz haben wir heute für euch frisch gepresste Themen bei Frequent Traveler TV. Und zwar Streik in Hannover. Airbus geht von einer massiven Anzahl von Flugzeugen aus, die gebraucht werden, über 40.000 Stück in 20 Jahren. Ein Deal, so ein Deal mit British Airways in der First Class aus Deutschland abfliegend nach Nordamerika. Dann haben wir nochmal ein Pech für Delta Airlines. Glück für die Passagiere, weil nichts weiter passiert ist, als dass die Rutsche sich nach innen ausgedehnt hatte. Und was haben wir denn noch für ein Thema? Gucke ich. Ach ja, Hainan. Hainan hat Gewichtskontrolle für Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingeführt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen und ganz, ganz wichtig, kommentieren, Kanalmitgliedschaft. So, dann geht es auch los mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist Hannover. Hannover ist natürlich jetzt nicht wirklich eine Stadt, doch natürlich, aber ihr wisst ja, ihr kennt ja den alten Gag von Hannover. Wäre Hannover nicht an der Leine, wäre es schon lange weg. Ja, und zwar ist das so, dass Verdi in Hannover am Flughafen das Bodenpersonal zum Streik aufgefordert hat. Und am Dienstag ist es so, dass der Warnstreik am Mittwoch, also quasi heute, jetzt justamente beginnen soll und soll bis Freitag dauern. Dutzende Abflüge sind in Hannover natürlich davon betroffen. Griechenland, Spanien oder die Türkei, also Urlaubsdestinationen, ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das toll findet. Verbindung mit ohnehin bestehender Beeinträchtigung durch die Luftwaffenübung Air Defender sind natürlich auch dort einkalkuliert. Das heißt also, ihr habt doppelt Pech, wenn ihr in Hannover was machen wollt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Wechselschichtzulage von 200 € im Monat sowie tariflichen Mindesturlaubsanspruch in Höhe von 30 Tagen im Jahr. Interessante Geschichte, dass man dort in Hannover für sowas streikt. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist in Deutschland immer irgendjemand am Streiken. Dann haben wir das Thema Airbus. Und zwar ist bei Airbus einmal das Thema, was passiert in der Zukunft. Und da wird kräftig gebastelt an einem Nachfolger für den A320. Also ein ganz neues Modell, 25% spritsparender. Die 350-2000er, eine gestreckte Version der 350-1000er, wird nicht kommen. Deshalb konzentriert man sich mehr auf die Effizienz der bestehenden 350-900er und 1000er. Und jetzt kommt das. Der Bedarf an Flugzeugen bis 2042 ist voraussichtlich 40.850 Flugzeuge. Das teilte man in Toulouse mit. Das sind 1360 Maschinen mehr, als man noch im letzten Jahr sagte für die nächsten 2 Jahrzehnte. Natürlich ist es so, dass ein Hauptgrund die spritdurstigen Maschinen sind, die man ersetzen möchte, weil nirgendwo ist der Preis so wichtig bei der Produktion wie bei der Aviation. Das heißt also, die Fluggesellschaften haben natürlich ein Eigeninteresse oder wie das auf Ausländisch heißt, intrinsisches Interesse, die Flugzeuge so sparsam wie möglich zu machen. War natürlich auch so, dass man nach dem Einbruch durch die Pandemie jetzt wieder in Le Bourget ist, ab dem 19. Juni, glaube ich, oder 18. Juni. Und das ist natürlich dann auch ein Thema. Was sagt ihr dazu? 40.000 oder noch mehr ist es so, das ist ja richtig krasse Zahl. Also wenn man 40.000 durch 20 teilt, dann habt ihr 2.000 Maschinen. Das geht ja auf keine Kuhhaut, aber das ist weltweit. Also ich finde das eine krasse Zahl. Und die Flugzeuge von Airbus sind alle natürlich SAF ausgerüstet, also können Sustainable Aviation Fuel machen. Und logischerweise sind natürlich die Single Aisles, die A320 Neo, aber auch die 737 MAX da besonders gefragt. Interessant ist natürlich auch, dass diese Zahl für alle Flugzeuge gilt. Das heißt also, das ist der Markt, in dem Airbus und Boeing fischen um die Kunden. Und man rechnet alleine für einen Bedarf von fast 19.000
auf Fluggesellschaften aus China. Das ist natürlich relativ knapp. Die in Europa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion gibt es 8.000 Maschinen, die man dort benötigt oder verortet, und 7.000 in Nordamerika. 3.400 gibt es im Nahen und Mittleren Osten. Ist natürlich auch krass, wie viele Fluggesellschaften das sind im Vergleich. Heißt also, wenn wir sehen, wie viele Fluggesellschaften es in Nordamerika gibt oder auch bei uns in Europa und im Mittleren Osten, sind es halt 3.400. Also auch krasse Zahlen, was dort gemacht wird. Eine Fluggesellschaft, die von sich reden macht, weil sie ihre Flugzeuge nicht haben wollte, und wir als Lufthansa-Fetischisten haben da natürlich relativ Glück gehabt, dass die Lufthansa die Hainan-Flugzeuge, die 787er, übernehmen konnte. Und Hainan macht aber jetzt aus anderen Gründen von sich reden. Und zwar ist es so, dass es es gibt Image und Uniform, oder irgendwann Englisch ausspricht, Image and Uniform, logischerweise. Bei Emirates zum Beispiel kenne ich sie stehen am Gate und schauen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter an, die sich zum Flug einchecken, also durch das Gate durchgehen. Und interessanterweise ist es an dieser Stelle so, dass die auch schauen, ob die alle hübsch und ordentlich aussehen, im Sinne von Anzug passt, Rock passt, nicht zu kurz, nicht zu lang. Also, dass alles auch ordentlich ist. Auch die Haarpracht, das Grooming muss stimmen. Hainan Airlines geht jetzt den Weg, den Emirates nicht mehr geht, und zwar Gewicht. Das nannte sich dann Weight Management bei Emirates. Und da ist es so, dass bei Hainan Airlines jetzt die Vorschriften über das Erscheinungsbild so bearbeitet worden sind, dass man, ja, wenn man zu schwer ist, nicht mehr mitfliegen darf. Ja, wird man gegroundet. Fluggesellschaften haben gelockert. Wir erinnern uns an die Eurowings-Geschichte, glaube ich. Eurowings war es, und Lufthansa-Tattoos sind erlaubt und so weiter und so fort in Grenzen. Aber jetzt ist es so, wenn man dem Gewicht nicht mehr Herr wird, dann gibt es halt Flugverbot. Wichtig ist, und das könnt ihr laut dem Portal Global Times nachrechnen, Körpergröße in Zentimeter minus 110 gleich Standardgewicht in Kilogramm. So, also ich wäre jetzt 201 Zentimeter, dann müsste ich ja 110 abziehen. Und ja, Frauen, die weniger als 5% über dieser Norm liegen, werden monatlich überprüft. Solche, die 10% drüber liegen, suspendiert und auf Diät gesetzt. Na gut, ich bin keine Frau, aber jetzt überleg mal, also 110, ich glaube, ich dürfte nicht fliegen. Ich wäre auf Weight Management. Ja, unangenehm, aber so wie es aussieht, ist es so, dass es irgendwie nur für Frauen gilt. Man sagt, dass das Ganze dazu dient, dass man gesunde Lebensgewohnheiten fördern möchte. Und auf CNN hat man das auch gesagt, und man möchte damit auch ein gutes berufliches Image fördern. Fand ich spannend. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Die Frage ist, sollte Image and Uniform sich um das Gewicht von Flugbegleitern kümmern? Ist euch das Gewicht der Flugbegleiter wichtig? Bei Emirates war es so, dass es nach dem BMI ging. Wenn der BMI aus dem Bereich normal rausging, war man auf Weight Management. Heute ist das wohl nicht mehr so. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt und was ihr davon haltet. Ich bin mal freudig erregt, was ihr schreibt. Dann Delta Boeing 767. Da gibt es auch eine interessante Geschichte, und das Bild möchte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich es habe. Und zwar hier ist es. Da seht ihr das. Ich muss dann, glaube ich, nach links. Da seht ihr in der Kabine, ich muss mal gucken, kann man das größer machen? Da seht ihr es. Da seht ihr ganz groß, ich mache mal es ganz, ganz groß, sieht man die Rutsche, die sich quasi nach innen in die Kabine gedrückt hat. Ja, krasse Geschichte, muss man sagen. Das Ganze ist dann wohl auch auf der Flughöhe passiert. Man hatte da relativ Glück gehabt, dass die Rutsche sich da geöffnet hat. Ihr kennt ja immer bei Flugzeugen, da gibt es einmal die Rutsche, die nach draußen geht. Das war ja bei dem Airbus, den wir gesehen hatten. Ich glaube, Asiana war das, wo jemand die Tür aufgemacht hat, die geht nach draußen. Aber die bei der 777 oder auch bei der 767, das ist dieser Kasten, der an der Tür ist. Da ist nochmal so ein Pressure, also so ein, wie heißt das Ding, so ein Druckmessgerät, wie viel Druck auf dem
auf der Kartusche ist, um das aufzublasen, dass das im OK-Bereich ist. Und wenn dieser Kasten innen ist und die Tür nicht aufgemacht wird, geht das halt nach innen. Und jetzt ist es wohl so gewesen, dass beim Service da wohl jemand anscheinend dran gekommen ist. Und wenn so eine Tür da explodiert, hätte ich fast gesagt, und jemand in der Nähe ist, kann das relativ böse enden. Am Samstag, den 10. Juni, ist es halt passiert. Ein Flugzeug von der Delta ist, übrigens ist nicht in der Luft passiert, wie komme ich auf Luft? Ich weiß gar nicht warum, ist am Gate passiert. Und dann auf jeden Fall, gut, dass es nicht in der Luft passiert ist, so ist es richtig. Und damit ist es dann nach innen gegangen. Und die Stewardess wurde am Kopf verletzt, was natürlich klar ist, wenn das Ding sich nach innen drückt. Und Gott sei Dank nichts passiert. Und die Dame ist dann wieder entlassen worden. Wichtig ist, dass so etwas natürlich ab und zu mal passiert. Man versucht, so etwas zu vermeiden, aber es klappt anscheinend nicht immer. Wir hatten das ja auch schon mal bei Lufthansa, dass sich sowas geöffnet hat. Schlimm ist es, wenn die Tür offen ist, beziehungsweise die Rutsche rausgeht und die Tür geöffnet wird und man noch am Gate, am Finger dran ist und dann der Finger noch beschädigt wird. Das ist Gott sei Dank hier nicht passiert. Ja, das ist doch schön. Gut, dann können wir mit dem nächsten Thema weitermachen, nachdem ich das Ganze korrigiert habe. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, dass es in der Luft ist. 4 Sachen gleichzeitig machen, das geht auch nicht. Es gibt ja eine neue Marke, und zwar die neue Marke nennt sich bei Hilton Spark by Hilton. So, und die haben jetzt bekannt gegeben, was es für Statusvorteile gibt. Und diese Marke ist eine Select Service Marke. Select Service heißt natürlich, dass es ein ausgesuchter Service ist. Im Prinzip ist das ein billig Ding, also quasi kein Service. Und die ersten Hotels werden wohl über die nächste Zeit aufmachen. Das erste soll dann auch jetzt Ende des Jahres aufmachen. Und es sind wirklich nur Hotels, die konvertieren von anderen Marken. Heißt also, das ist nicht so, dass diese Spark-Hotels neu aufgemacht werden. Und diese MyWay Hotel Benefits und Punkte für die Hilton Honors Mitglieder sind natürlich noch nicht wirklich richtig gesagt worden. Aber man sagt bei diesen Economy Brands, und das ist halt eine Economy Brand, dass es dort irgend sowas gibt wie zum Beispiel 250 Punkte und 10 Punkte oder 5 Punkte pro US-Dollar Umsatz. Das ist so das, worauf wir uns einstellen können. Bei dem gibt es dann auch natürlich die Wahl zwischen Wasser und einem Spark Snack oder ihr kriegt 250 Punkte. Bin ich mal gespannt, was ihr dort wählen würdet, ob ihr die Punkte nehmt oder den Snack und das Wasser. Vom Konzept her ist das Ganze ja relativ cool. Ich hatte euch das ja mal gezeigt. Ich kann euch da jetzt auch noch mal Bilder zeigen, wenn ihr wollt. Dann machen wir das doch mal schnell. Dann haben wir das auch erledigt. Da seht ihr das einmal. Das hatten wir auch gesagt, das sieht eher aus wie in so einem Supermarkt links und rechts. Und dann der Check-in-Counter und dann natürlich der Grinsebär in der Mitte. Das ist euer Check-in-Agent. Auch lustig, finde ich. Und dann haben wir hier natürlich nochmal das Ganze mit einem The Future is Bright. Am spannendsten wird es natürlich zu sehen, wie so ein Zimmer aussieht. Das zeige ich euch auch. Und da finde ich das Zimmer doch relativ ansprechend und ja, ich finde es cool. Ein besonderes Benefit war ja auch, wenn man dort übernachtet, dass man dort einen Schreibtisch hat, den man ausklappen kann, der sonst, wenn er nicht gebraucht wird, unterm Tisch verschwindet. Hier seht ihr das auch nochmal. Ja, damit haben wir das Ganze für euch nochmal abgearbeitet und dann bin ich auch schon wieder hier und gehen weiter für euch mit dem Deal-Zone Deal. Bei dem Deal-Zone Deal ist es so, dass wir heute natürlich mal wieder was von British Airways haben. Ein First-Class-Deal aus Deutschland nach Nordamerika. Da gibt es dann auch eine Karte, die zeige ich euch auch. Die haben wir nämlich direkt hier und das ist der Knopf. Ups, mein Bild nach links verschoben, da muss es hin.
Und da seht ihr das auch, die Entfernung sind 408 Meilen, 3451 Meilen sind das von London Heathrow zum Beispiel nach JFK. Andere Ziele, die man dort anfliegen kann, wären dann zum Beispiel Boston auch für 3.299 Euro und auch Miami oder Washington, die sind dann für 3.399 Euro. Oder wer nach fliegen will nach Los Angeles, kann das auch machen, ist aber etwas teurer mit 3.799 Euro. Ich habe euch das jetzt mal ausgerechnet mit Where to Credit. Buchungsklasse ist übrigens A, British Airways First. Und immer aufpassen, es kann auch sein, dass ihr in Codeshare landet. Das heißt also, dass ihr American Airlines fliegt. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Also British Airways First Class ist gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir hier, was das Ganze gibt. Nach New York, zum Beispiel bei Alaska Airlines, da gibt es 34.642 Meilen oder 19.714 Meilen bei British Airways selber. Wie auch bei Iberia, bei Aer Lingus gibt es 19.246, wie bei American. Bei Finnair 18.584, 11.546 ist die Mehrzahl. Das wäre bei S7, Latam, Royal, Qatar, Royal Air Maroc, Malaysian, Cathay Pacific, Sri Lankan und bei Japan Airlines. Und die Freunde von Qantas, aus genannten Gründen, gibt es 0 Punkte. So, und schon sind wir am Ende der Sendung mit der Frage des Tages. Die Frage des Tages lese ich euch nochmal vor. Das wäre hier, und zwar wäre das hier die Frage: Sollte Image and Uniform sich um das Gewicht der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter kümmern? Ist es euch irgendwie wichtig, wie schwer die sind, oder Hauptsache der Service ist gut? Da bin ich gespannt, was ihr schreibt, bin auf eure Kommentare gespannt und tauche dann auch direkt in eure Kommentare ein. So, und zwar, hallo Tore, hallo Johann, hallo Sven, Stadtbär, Hallöchen und Gewicht ist für mich unwichtig, das ist gut. Dann, hallo Ronny, hallo die Frau Ahlert, hallo Patrick, wo haben wir ihn? Da war er doch, hier kommt er, zack, da ist der Patrick. In Deutschland heißt es Ella, give me your love, in China heißt es bei Hainan, give me your cake, genau, give me your BMI. Dann Tore. Hannover hat auch keinen Flughafen, so gesehen ist es ja Langenhagen. Ja, das stimmt, aber es ist ja zumindest Landkreis Hannover, wenn wir da ehrlich sind. Pilot, Frage des Tages. An sich sind die Proportionen und das Gewicht egal, jedoch würde ich sagen, dass einer schlanken Figur bei dem Platzverhältnis im Flugzeug von Vorteil ist. Ja, ist wie bei Lesen. Lesen ist auch klar von Vorteil, aber viele können es anscheinend auch nicht, also insofern. Hallo Sascha, danke nochmal gestern für dein Update. Sven hat natürlich den Fehler bei Tore direkt erkannt. Ich habe ihn dafür gemaßregelt. Hallo die Frau Ahlert. Frau Ahlert sagt, klar spielt das mit einer Rolle, die Vorgabe finde ich aber zu streng. Grüße nach Bremen. Sascha sagt, ihm ist es egal, wenn sie recht freundlich sind und mal ein Lächeln rüberschicken. Durch den Gang sollte man schon passen. Ja, das ist ja dann richtig. Das Gewicht des Personals ist mir vollkommen egal. Hauptsache ich werde gut und freundlich behandelt. Und die neue Marke von Hilton ist eigentlich dasselbe wie Hemden ohne Frühstück. Also was soll das? Ja, also der Unterschied ist halt, dass das eine umgewandelte Ketten sind. Das heißt also, dass die vorher irgendwas anderes waren und jetzt halt als Spark aufmachen. Einmal Farbe drüber und schon ist man Spark. Und Hemden sind neue Projekte. Also Spark soll es keine neuen Hotels geben. Das ist so. Ich bin mal gespannt, wie die Preise sein werden. Dann, breiter Kabinencrew sollte nicht breiter sein als der Gang. Der Flieger hatte beim Flug mit American eine ca. 100 Kilo Dame, die mit ihrem Arsch an der Schulter anbummte. Naja gut, du bist ja jetzt auch nicht der Schlankeste, also insofern habt ihr euch quasi im Luftraum getroffen. Du warst in ihrem und sie war in deinem Luftraum. Dann, hallo Matthias. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. 20 Minuten, heute eine schnelle, schmerzlose Sendung. Ich bin noch weiter an meinem Interview dran. Keine Korrekturen machen, sollte morgen online gehen, hoffe ich, in englischer Sprache. Nichtsdestotrotz, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und Kanalmitgliedschaft. Und T-Shirt kaufen, wer T-Shirt will.
Bis morgen in alter Frische. Bis dann. Ciao, ciao.